Über 2000 Streckenkilometer, mehr als 72 Stunden in den Zügen des osteuropäischen Kontinents. Von Istanbul über Sofia, Budapest und Prag bis nach Deutschland. Und das Ganze in nur 10 Tagen mit 20 Euro pro Tag. Das ist der Plan. Ob wir, das sind Nico, Leon, Heiner, Esra und ich, Daniel, das hinbekommen und was wir Verrücktes und Beeindruckendes auf dieser Reise erleben, davon erzählt dieser Film. Istanbul. Die türkische Megametropole am Bosporus bildet den Übergang zwischen dem europäischen und dem asiatischen Kontinent. Offiziell 13 Millionen und inoffiziell mehr als 20 Millionen Einwohner sorgen für eine unglaublich schnelllebige und aufbrausende Stadt. Hier werden wir 3 Tage verbringen. Untergebracht sind wir für 9 Euro die Nacht in einem Hostel direkt im touristischen Sultan-Ahmed-Viertel. Wenn man Touristengruppen hier in Istanbul sehen möchte, dann sollte man zum Yakasi-Brunnen kommen. Der liegt direkt zwischen der Hagia Sophia und der Blauen Moschee und die Reisegruppen, die strömen nur hin und her. Wir werden uns natürlich die touristischen Highlights auch antun, allerdings werden wir auch einige Insider-Tipps mal verraten und uns mit einigen Interrailern, die hier noch unterwegs sind, unterhalten und sehen, was Istanbul außerhalb von den touristischen Metropolen noch so zu bieten hat. Eine dieser Hauptattraktionen ist der Grand Bazar, ein riesiger Markt in der Istanbuler Altstadt. Durch 17 Eingangstore strömen massenweise Touristen, aber auch viele Einheimische auf das über 32.000 Quadratmeter große Areal. Das Besondere sind die Tausende von Händlern, die hier alles verkaufen. Von Tüchern über Juwelen bis hin zu frischem Gemüse gibt es hier wirklich alles. Und das Ganze bei einem wahnsinnig tollen Flair. Hier treffe ich auch Meri. Er handelt mit Textilien und weiß einiges zu erzählen. Der Großbazar ist ja gebaut worden 1461. Ist erstmal sehr, sehr alt. Für mich besonders ist es hier schön, weil ich kenne viele Leute jeden Tag, verschiedene Nationalitäten, von Amerika, von Kanada, aus Deutschland, Südafrika, überall, was man noch nie in seinem Leben gehört hat. Diese Länder lernen wir hier. Wir lernen auch jedes Jahr, sage ich mal so, fast eine Sprache. Sonja und Nathalie kommen aus der Schweiz und sind sichtlich begeistert vom großen Bazar. Schön, nein, es gefällt uns wirklich sehr. Passe immer auf meine Tasche auf. Ja. Und auch unsere Mit-Interrailer sind beeindruckt. Sowas wie hier habe ich noch nie erlebt, weil dort war es einfach nicht nur voll und es gab viel zu sehen, sondern es war richtig geschäftig durchgewuselt und das fand ich spannend zu erleben. Es hat mich sehr beeindruckt, vor allem weil der so extrem riesig ist und man konnte dort Artikel kaufen, die man auf einem Markt erst gar nicht vermutet. Also ich habe da Schmuck gesehen, ich habe da wirklich sehr, sehr exotische Gewürze gesehen. Für die Größe gab es eine etwas eingängigen Auswahl von Sachen, fand ich. Ich meine, es war oft dasselbe. Dennoch habe ich es geschafft, mir hier so eine 3 so kleine Dosen türkischen Delight zu erobern. Ja, ich habe zum einen 300 Gramm Tee gekauft. Dafür habe ich 12 Lira bezahlt für 100 Gramm. Also Großbazar ist auch für den Einheimischen sehr interessant, sehenswert und gut zum Einkaufen, weil es ist ja sehr berühmt in ganz Türkei, sag ich mal so. Aber erster Stand ist immer Tourismus. Der gesamte Bazar ist in mehrere Distrikte aufgeteilt. Früher wurde hier nämlich nicht nur verkauft, sondern auch produziert.
Es gibt noch vereinzelte Webereien oder Schmieden hier, aber nur noch sehr wenige. Hauptsächlich wird hier nur noch verkauft. Hier sind wir jetzt gerade im Textilbereich. Überall gibt es Leder und Textilwaren. Natürlich gibt es da noch den Goldschmiedebereich oder den Bereich, wo es frisches Essen gibt. Das Ganze ist unglaublich vielfältig und trotzdem gut aufzufinden dank dieser Unterteilung. Yeah, we have Old Bazaar here. We have it's Face Cafe, and we have like a spice shop here. We sell Turkish sweet, spice and tea. This is sesame paste. Yeah, sesame paste. Really delicious. Very good, yeah. So we have different types. Inside chamomile, inside lemon, inside melissa. It's for relax. If you feel tired, can you drink it after? You will find it so good. Wow, also es schmeckt richtig, richtig frisch irgendwie. We have Sultan tea Ottoman, so old. Inside green tea with the flower. Smells like shisha. Like shisha, like gum, I think. I don't know. We have jasmine tea. Can you put 1 pieces in a big cup, hot water, and wait 3-4 minutes like this? It's for energy. Can you drink it for energy? Good for kofta, for meat. Can you cook it for meat or kofta? It's good. Also, we have chicken spice. Chicken, yeah. For cooking also and for dinner. Curry. Yeah. We have for salad also. For it's sour. Inside sumac, inside oregano. Sehr gut, very good. Wenn eine Sache feststeht, dann ist es, dass man hier handeln muss. Ich habe vor 2 Jahren von einem Händler, der selbst verkauft hat, beigebracht bekommen, wie man es am besten macht. Er hat mir gesagt, überleg dir vorher immer, was du für dieses Produkt ausgeben möchtest. Ich habe jahrelang ganz ehrlich verkauft. Wie viel? 15 Lira gesagt. Das war wirklich der Endpreis. Der Kunde hat gesagt, ja, ich gebe dir 7. Das ging nicht mehr weiter, weil ich habe keinen Raum irgendwie gelassen. Was hat der Kunde gemacht? In den nächsten Laden oder den dritten Laden haben die 30 gesagt, sind nur 15 runtergegangen. Ja. Der Kunde hat sich glücklich und fröhlich gefühlt und hat das da gekauft, weil der hat ja Rabatt gemacht. Ich habe mein letztes Wort gesagt. Das ging nicht. Ja, die brauchen dich, die gehen runter, wenn der Preis nicht stimmt. Und ich habe das auch schon, in Mittelamerika, da musst du einfach gehen und dann kommen sie dir nach. Wenn sie es verkaufen wollen, kommen sie. Kommt drauf an, wie der Verkäufer dich so anguckt. Der guckt dich so an, was hast du für Schuhe an, was hast du für eine Uhr an. Bist du reich oder bist du ein armer Student? Man muss ja auch nicht übertreiben. Ich frage mich, warum ich aussehe, als würde ich für 40 € Parfüm einkaufen. Wenn wir für ein T-Shirt da 30, 40 € nennen würden, würde der Kunde ein paar Sekunden bleiben, wie eben bei euch. 20 Lira 7 €, ich bin bereit für 5 € zu verkaufen natürlich. Aber man kann hier den Endpreis gleich voraus nicht sagen. Das ist unmöglich. Wir wurden quasi in diesen Laden reingeschleust und durften richtig viel Zeug probieren. Ja, richtig gut. Aber weißt du, ich muss hier noch 3 Stunden rumlaufen. Also, und da möchte ich nicht damit rumlaufen die ganze Zeit. Also komme ich später zurück und kaufe dann. Mein Freund, ne? Sie waren sehr hartnäckig, also sie wollten ja auf jeden Fall immer was verkaufen. Ja, Er gehört zur Stadt wie sonst kaum etwas. Der Gebetsaufruf der Muezzine, der 5-mal am Tag über die Dächer Istanbuls schallt. Und auch sonst ist der Islam, trotz säkulärem Staat, immer präsent. Ich treffe mich mit Niloufer. Sie ist Islamwissenschaftlerin, selber gläubige Muslima und spricht nach einem 2-jährigen Aufenthalt in Kassel fließend Deutsch. Also wir bieten hier jeden Tag 2 Vorträge an über die Blaue Moschee, Islam und Kultur. Also wir sind jetzt im Moment kein Verein mehr. Wir waren zuerst ein Verein, aber jetzt ist es eine Stiftung. Auf Englisch Cross-Cultural Communication. Also überall aus der Welt kommen Leute hierher. Manche lehnen das Angebot manchmal ab, aber meistens kommen die Leute her. Manchmal haben wir auch nur einen Gast oder einen Gast und dann ist es nur für die Person, aber manchmal halt, der ganze Raum ist manchmal voll. Ja, manche Leute haben schon ein Vorwissen, aber die meisten haben dann immer diese Vorurteile und
was wir hier machen, ist eigentlich auch irgendwie auch die Vorurteile abzubauen. Also wir Türken nennen die Blaue Moschee eigentlich nicht Blaue Moschee, wir nennen sie Sultan Ahmed Moschee. Wegen den blauen Fliesen in der Moschee wird sie auch Blaue Moschee genannt. Wir haben eine andere Moschee, die Süleymaniye Moschee. Sie ist die größte historische Moschee in Istanbul und die Sultan Ahmed Moschee ist die größte Moschee. Aber die wird dann mehr besucht als die Süleymaniye Moschee. In der Süleymaniye Moschee ist es sehr ruhig, aber wenn Sie hier reinkommen, dann ist es schon ein bisschen so voll mit Menschen und es ist schon ein bisschen anders. Viele Nicht-Muslime sagen auch, dass sie hier Ruhe finden, dass es hier eine andere Atmosphäre ist als woanders. Die Blaue Moschee ist auch mit ihren 6 Minaretten berühmt. Das hat so eine Geschichte mit dem Architekten und dem Sultan. Wirklich wahr oder nicht, das wissen wir nicht. Dass der Sultan ihn dann beauftragt hatte, damals mit dem Budget, was er ihm gegeben hatte, halt eine Moschee mit goldenen Minaretten zu bauen. Und Gold heißt auf Türkisch Altın mit einem N am Ende. Und 6 heißt Altı mit einem I ohne Punkt am Ende. Und der Architekt hat dann bemerkt, dass mit dem Budget man keine goldenen Minarette bauen kann. Und als der Sultan ihm dann gefragt hat, wo sind jetzt die goldenen Minarette, hat er gesagt, ja, ich habe anstatt Gold halt 6 verstanden und das hat dann ihn wahrscheinlich auch vielleicht sein Leben gerettet. Ich bedanke mich vielmals herzlich für die Information. Es ist jetzt, ich habe jetzt Ihre Hand nicht, okay. ja, also wenn Sie wollen, können wir das einfach, also das Berühren der anderen der Geschlechter ist halt nicht erlaubt und ich persönlich halte mich daran. Das heißt nicht, dass ich das halt nicht respektiere, dass sie mir die Hand gegeben haben, aber es ist dann halt so, dass wir das dann nicht machen. Aber es gibt halt, wie gesagt, Muslime, die die Hand geben, auch praktizierende Muslime, aber ich persönlich, ich habe mich entschieden, nicht die Hand zu geben, also das ist dann meine Entscheidung dann dafür, ja. Dann trotzdem vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch, Dankeschön. Nicht aus dem Stadtbild wegzudenken sind die unzähligen Straßenkatzen und Straßenhunde, die hier nicht als Plage angesehen, sondern von den Einheimischen gefüttert und geliebt werden. Nach anstrengenden Wanderungen durch die Stadt, die mit vielen neuen und auch fremden Eindrücken verbunden sind, hat man vor allem eins: Hunger. Das türkische Essen ist günstig, einfach und sehr lecker. Dabei darf natürlich auch nicht das für uns typischste türkische Gericht fehlen, der Döner. Doch der original türkische Döner unterscheidet sich in vielem zum deutschen Exemplar und schmeckt trotzdem super. Eine weitere Spezialität, die man hier an den Streetfood-Ständen für umgerechnet 50 Cent erwerben kann, ist der sogenannte Dampfburger, ein scharfes, mit Wasserdampf gedünstetes Fleischbrötchen. Das hier ist eine sogenannte Kumpir, eine riesige Ofenkartoffel, deren Innenleben mit Butter und Käse zu einer Art Kartoffelpüree vermengt und dann mit verschiedenen Zutaten gefüllt wird. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es noch viele weitere Streetfood-Stände, die neben Fisch, Brötchen und Maronen auch gegrillte Maiskolben anbieten. Kulinarisch ist Istanbul definitiv auch eine Reise wert. Das Istanbuler Nachtleben ist fest im Griff der jungen Leute. Am Taksimplatz ist nachts am meisten zu erleben. Unzählige Clubs und andere Attraktionen locken hier die Besucher. Die meisten Diskotheken werden jedoch fast ausschließlich von Touristen besucht. Also Nachtleben geht ja hier weiter. Umherum, also wo das Bosporus ist, da sind ja diese Nightclubs und so. Und dann waren wir noch im Taxi gestern Abend. Ja. Deshalb die Augenringe wahrscheinlich.
Einheimische, die gehen direkt nach Hause. Also 80% der Leute sind zu Hause glücklich, weil jeder ist der Held, wenn er früh zu Hause ist. Der nächste Tag. Heute geht es mit dem Bosporus-Kreuzer auf die asiatische Seite der Metropole. Wir sind jetzt hier auf der asiatischen Seite von Istanbul und hier ist eigentlich alles exakt so wie auf der europäischen. Dieselben Leute, dieselben Straßen, dasselbe Essen und dieselbe Währung, türkische Lira nämlich. 1 Euro entspricht ungefähr 3 türkischen Liras und man wird schnell merken, wenn man hier als Tourist ist, dass es sehr günstig ist. Man kann für 1 Euro umgerechnet hier einen Döner bekommen, für 30 Cent ein Getränk und es lässt sich wirklich gut hier leben. Der letzte Tag. Beim Kartenspielen vor der Blauen Moschee besprechen wir den weiteren Verlauf der Reise. Istanbul war wunderbar, aber jetzt müssen wir weiter, um unseren Zeitplan einzuhalten. Die nächste Station unserer Tour heißt Sofia und liegt in Bulgarien. Nach einer schlaflosen Nacht im Fernbus erreichen wir unseren Anschlusszug und treffen auch gleich einen anderen Interrailer. André ist 22 Jahre alt und kommt aus der Schweiz. Ich dachte, ich werde nicht mehr der UNO. Ja. Sonst waren 2 Karten, ja, musst du auch aufnehmen, wenn du UNO vergisst. Oder halt, ja, die Leute, die du triffst, das sind halt auch immer so die Big Points. Irgendwie. Nicht nur so die Stadt, sondern das ist ja irgendwie nur so ein kleiner Teil, sagen wir so, vom Ganzen, was so auch das Interrail ausmacht. Ja. Also vorher war ich noch Griechenland, so ein bisschen Island-Hopping machen, Athen und Sizilien ein bisschen anschauen, war noch auf dem Ätna. Möglichst offen, sagen wir so, für alles sein und nicht einen Plan haben. Also nicht sagen, okay, ich will jetzt die und die Points, also muss schon irgendwie so, sagen wir, einen großen Plan, so ich will irgendwann dort ankommen, aber nicht sagen jetzt das und alles vorplanen. Sich vorher gut ausschlafen. Ja, auf jeden Fall, ja. Und das ist sie, die bulgarische Hauptstadt. Mit ihren 1,7 Millionen Einwohnern ist Sofia gleichzeitig auch die größte Stadt der Südosteuropäischen Republik. Da sie auch eine der ältesten Städte Europas ist, findet man viele historische Gebäude, die das Stadtbild maßgeblich prägen. Der Nachtzug nach Lissabon, ein weltbekannter Roman, aber für uns geht es jetzt nicht nach Lissabon, sondern nach Budapest im Schlafwagen. Wir haben ausklappbare Sitze, wunderbar, bis um 4 Uhr nachts nach Belgrad, wo wir dann in unseren Zug nach Budapest umsteigen, wo wir dann hoffentlich einigermaßen ausgeschlafen ankommen werden. Ich hoffe, dass ich einige Stunden besser schlafen kann wie die letzte Nacht, weil das war nicht so toll, weil jetzt habe ich auch eine lange Hose an. Und kann zur Not mir auch noch einen Pullover aus meinem Rucksack holen. Gestern Nacht war das leider nicht möglich. So wie es aussieht, können wir auch selber die Temperatur regeln, was letzte Nacht auch nicht möglich war. Und ich werde auch nicht verhungern, weil ich habe mir nämlich ein bisschen was zu essen besorgt. Ich habe es bis jetzt geschafft, an die ziemlich absurdesten Orten auf diese Fahrt einzuschlafen. So. Wir sind gespannt.
Nach gefühlt 100 Grenzkontrollen und einer trotz Schlafwagen sehr kurzen Nacht kommen wir mit einer über einstündigen Verspätung in Belgrad an. Unseren Anschlusszug erreichen wir nur, weil dieser auf uns wartet. Nun fahren wir noch weitere 2 Stunden und kommen erschöpft, aber glücklich an. Willkommen in Budapest. Wir beziehen unser Hostel, welches zentral liegt und günstige 9 € pro Nacht kostet. Danach geht es auf kulinarische Entdeckungstour. Wir werden schnell fündig mit dem sogenannten Güteschkolasch, einer Budapester Spezialität. Ich stehe jetzt hier mit dem Herrn Papp in seinem Café, kann man das so sagen? Ja, das gehört zur Familie Molnar. Es handelt sich um Güteschkolasch, um diese echte historische Art von Kuchen. Es stammt von ehemaligen Ostungarn, von Erdély, sagen wir, oder Transsilvanien. Okay. 400-500 Jahre Tradition ist das, von Hefeteig gemacht, geformt, karamellisiert und mit feinen Zutaten, Geschmackszutaten angeboten für unsere Kundschaft. Wir haben viele Stammkunden, sowohl in Ungarn, in Budapest, wo wir jetzt stehen, in der berühmten Váci utca, im Herzen der Stadt. Und auch heute ist das nicht alltäglich. Natürlich bei Sonntagsspaziergang oder Familie kommt vorbei und dann hat es wunderbare Duft und schwer ist Widerstand zu leisten. Wir bieten es gerne an mit Zimt zum Beispiel, mit Mandeln, mit Walnuss, mit Vanille. Belgische Schokolade, vor 400 Jahren war es natürlich nicht ganz so, und Kokosnuss. Die Touristen freuen sich absolut und wir ebenfalls. Durch Zufall entdecken wir ein kleines Kino, in dem das größte Kurzfilmfestival Ungarns stattfindet. I'm Tamás Gábeli, the director of the Busa Film Festival. A short film festival is such a colorful thing, you know, a lot of things you can watch. If you watch the whole competition program, you can watch 80 films and you don't know what did you see. So it's a lot of impressions, what you got from these films. And you have to go home and sleep and after 2 weeks. Some ideas or thinkings are coming out, and then you realize that, oh yeah, it was that film. Then it's remarkable. For example, last year there was, in 1 year we have got about 8 or 9 zombie films, for example, last year. But this year we have got 2. On the first edition we had 94 films. Then every year it was doubled. This year we have got 1,200 entries. Wow. Yeah, it's a lot. We have to fight for the supporters from the government. If we got something, we don't know before that they decide to support us or not. But luckily, in the last 2 years, again they support us, and so we can organize everything. Ah, herrlich. Es ist gerade mal 12:30 Uhr und wir haben bis vor kurzem geschlafen, sind jetzt frühstücken gegangen und sitzen gerade im Café Corvinus, einem von vielen Traditionscafés hier in Budapest, wo man sich morgens bis nachmittags Kaffeespezialitäten reichen kann. Abends werden dann alkoholische Getränke gereicht. Das verwandelt sich das Tagcafé sozusagen in ein Nachtcafé und die Metropole beginnt zu pulsieren. Wir werden uns gleich das Nachtleben auch mal anschauen, aber davor gibt es noch eine kleine Stadtführung. Und die lohnt sich wirklich. Bei den sogenannten Free Walking Tours werden einem von fachkundigen Führern die außergewöhnlichen Seiten der Stadt näher gebracht. Wie bereits der Name verrät, sind die Touren kostenlos, ein heißer Tipp also für alle Interrailer. Budapest wartet mit historischen und wunderschönen Gebäuden sowie einer Stadtarchitektur auf, die idyllischer nicht sein könnte. Ein Spaziergang lohnt sich definitiv. Szia, wie die Budapester zur Begrüßung sagen. Wir haben gerade auf Befehl, auf Geheiß unserer Touristenführerin diese ungarische Süßspeise
gekauft. Pötjes. Soll eigentlich so Cheesecake, wie Cheesecake mit Schokolade schmecken. Und ist eine Spezialität hier. 1, 2, 3. 4. Aber es ist lecker, weil es ist mehr als cremig sozusagen, sondern es ist so fester als so eine normale Butchercreme, die man sonst so hat. Es schmeckt sehr gut und jetzt gehen wir uns noch ein paar Clubs angucken, die es hier gibt, nicht wahr? Genau, und dann ein paar Palinka da. Nein, wir mögen keinen Alkohol. Stimmt. Das Budapester Nachtleben ist berauschend und das Besondere, es gibt für jeden etwas. Von den hippen Ruin-Clubs über kleinere Diskotheken bis hin zu Jazzclubs oder entspannten Piano-Bars. Das war also Budapest, eine wahnsinnig schöne Stadt mit einem sehr aufregenden Nachtleben. 2 Tage reichen da sicherlich nicht aus, um das Ganze zu erleben. Wir haben allerdings einige wirklich tolle Eindrücke bekommen und gehen jetzt in den Nachtzug nach Prag. Es ist pures Glück, dass wir in der Goldenen Stadt bei einem Freund unterkommen können und somit kein Hostel benötigen. Direkt nach Ankunft begeben wir uns dann auch schon auf Entdeckungstour durch die tschechische Hauptstadt. Wer an der Moldau entlang spaziert, genießt eine herrliche Aussicht auf die Prager Burg und auf die historisch schmucken Fassaden der Altstadt. Natürlich gehört auch ein Besuch auf dem Burgberg zum Pflichtprogramm. Überall in Prag ist etwas los. Jeder, der sich auf die Straße begibt, wird mitgezogen. Genau das macht die Metropole aus. Moldau. Wir sind in Prag und das schon seit gestern. Haben uns die Stadt schon angeguckt, sind in einer Wohnung von einem Freund, also diesmal nicht in einem Hostel. Es gibt sogar ein Klavier, wenn auch nicht super gut, aber es reicht aus. Und heute, morgen, es ist 10:30 Uhr, heißt es Abschied zu nehmen von der Stadt und auch von der Interrail-Tour, denn es geht nach Hause. Mit dem Bahnbus fahren wir bis nach Nürnberg und von dort geht es dann über mehrere Regionalbahnhöfe bis nach Fulda in die traute Heimat. Deswegen heißt es jetzt für uns, it's time to say goodbye. Englisch ist schwierig. It's time to say goodbye. Es war eine schöne Zeit. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß auf der Interrail-Tour. Und irgendwann heißt es dann auch mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Also das war jetzt gerade, das vorhin war jetzt die Abmoderation, ne? Ja, es war eigentlich schon das Die Ende. Die jetzt, wo wir in Prag dann am Klavier, ne? Aber Moment, es ist jetzt gerade hier 20:30 Uhr. Wir sitzen in einem völlig überhitzten Zugabteil mitten in Deutschland, in Würzburg. Und bis nach Hause sind es noch einige Stunden. Wir haben 3 Stunden Verspätung. Und auch wenn es kein schönes Ende ist, aber man sollte diesen letzten Teil von Prag bis nach Fulda nicht außer Acht lassen. Denn es war lustig, wir sind von Istanbul über Sofia, Bulgarien, über Budapest, Prag, nie eine Verspätung, manchmal sogar schon früher abgefahren, ja, alles perfekt geklappt und kaum kommen wir nach Deutschland, bam, wegen Buschfeuern 3 Stunden Verspätung in Deutschland. Naja, was kann man dazu sagen? Das Lustige ist ja, die Buschfeuer sind in Deutschland, es ist kalt, es ist regnerisch. Naja, aber gut, die Stimmung ist trotzdem noch gut. Wir sagen thank you for traveling with Deutsche Bahn, es war ein toller Trip und jetzt kann der Abspann auch ruhig getrost zu Ende gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!